Welcome, Swamiji, to this seminar, which is online. And you can start with the introduction. Thank you that we have your time and your knowledge here. Okay. All good proceedings are begun with a benediction. So therefore, one of the most auspicious mantras or statements, I will open the proceedings with. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. As an introduction, Als Einführung I would like to inform you of a very important and significant thing. möchte ich euch über eine ganz wichtige Sache informieren. Spiritual life is a science. Und das ist, dass das spirituelle Leben eine Wissenschaft ist. Unfortunately, it has not been presented to the world by the religions. Unglücklicherweise wurde das durch die Religionen in der Welt nicht gemacht. As a logical, scientific manner, in a logical and scientific manner. Dass es eine wissenschaftliche und auch logische Sache ist. Religious science is a scientific religion. Are you able to? Yes. Religious science is a scientific religion. Yes. Also die Religion musste eigentlich eine Wissenschaft sein. And it has not been so clearly and well expounded in the world, and that is why there is so much of confusion or lack of understanding. Und wenn es aber nicht als Wissenschaft gelehrt wurde, gibt es so viele Verwirrungen in der Welt. So now what I will try to do is bring it out in a sensible form to you. Und deshalb möchte ich dies nun tun auf eine sensible Art. There are certain important questions which should be answered or asked. Es gibt ein paar wichtige Fragen, die man sich selbst stellen muss. The first is, Die erste ist, why did God create? warum hat Gott erschaffen? What is the purpose? Because you don't create something without a purpose. Da muss es ja einen Zweck geben. Man erschafft ja nichts ohne einen Zweck. And the second question is, if there is a creator or a God who created it, what is he and what is his nature? Und die zweite Frage ist, wenn es einen Gott und einen Schöpfer gibt, was ist denn seine Natur? And then the third question is, how did he create? Und dann heißt die dritte Frage, wie hat er das gemacht? Wie hat er erschaffen? And the fourth question is, why did he create? Und eben die vierte Frage dann, warum hat er es gemacht? So now to answer this question, why, I will begin answering that question with a nice story. Und um diese Frage des Wie zu klären, möchte Swami jetzt eine Geschichte erzählen, eine hübsche Geschichte. And as the story goes, one day the archangel went to God. Und so wie die Geschichte geht, beginnt sie damit, dass eines Tages die Erzengel zu Gott gegangen sind. And then God asked, how is everything? Und dann hat Gott gefragt, so, wie läuft denn alles? And the archangel said, well, you should know. Und dann haben die Erzengel gesagt, du solltest ja wissen.
And then God said, well, you know everything. The archangel said, you know everything. So what am I to tell you? Und die Erzengel haben ihm geantwortet, na, du weißt ja alles, wieso stellst du uns denn die Frage? Oh, I see. Then God thought to himself, oh, are you hinting something to me? I didn't understand one word. Are you hinting something to me? God asked the archangel. Wollt ihr mir damit einen Hinweis geben, hat Gott die Engel gefragt? Well, the archangel said, what am I to tell you? You know everything. There's not a thing which you do not know. Und sie haben dann wiederholt, du weißt sowieso alles, warum fragst du uns schon wieder? Oh, is that so? So God took the hint. Ist das so? Sagte Gott und nahm den Hinweis entgegen. So God thought, all right, now let me do something. Und dann hat Gott gesagt, gut, also dann machen wir jetzt was. So therefore he created you in the world. Und deshalb hat er dich in der Welt erschaffen. And then after having created you in the world, he covered you from yourself. Und als er dich in der Welt erschaffen hat, hat er dich vor dir selbst verdeckt. And when he covered himself from you and you from yourself, you did not know anything. Und als er sich von dir und dich von dir versteckt hat, hast du alles vergessen. So when you don't know anything, what do? You begin searching. Und du wusstest nichts mehr, überhaupt nichts mehr. Und das tut man, wenn man nichts mehr weiß, man beginnt zu suchen. You search everywhere because you don't know. It's the unknowing state. You have arrived at a point wherein you don't know anything. Wir sind in einen Zustand des Unwissens gefallen und an diesem Zustand des Unwissens dann weiß man nichts mehr und sucht. And then since you don't know anything and yourself, you are in ignorance. Und weil wir uns nicht mal mehr selbst kennen, sind wir vollständig unwissend. And in ignorance, you are searching for yourself and also for everything else. Und in dieser Unwissenheit suchen wir nach uns selbst und auch nach allem anderen. And you're also searching for God. Und auch nach Gott, who has hidden himself. Der sich selbst versteckt hat. So and where did he hide? Wo hat er sich denn versteckt? Having created you, he hid himself within you. Indem er dich erschaffen hat, hat er sich selbst in dir versteckt. And when he did that, you did not know God or you did not know yourself. Und als das geschah, wusstest du nicht mehr, wer du bist und wer Gott ist. This is the beginning of the game called hide and seek. Und das ist der Beginn dieses Versteckspiels. You see, God has hidden himself in you, and then you are searching for him. Also Gott hat sich in dir versteckt und dann suchst du ihn, aber eigentlich ist er in dir. And when will this game of hide and seek be over? Und wann ist dieses Versteckspiel dann vorbei? When you discover him within yourself. Nachdem du ihn in dir selbst entdeckt hast. So therefore, life is a game. Und deshalb ist das Leben ein Spiel. So it can be a terrible game. Es kann natürlich ein schreckliches Spiel sein. Yes. And so this is why. Aber das ist darum. So this is how God has set the whole universe in motion. Und so ist das ganze Universum in Bewegung gekommen. And how he has brought about his creation too. Und das ist eigentlich der Sinn der Schöpfung. So now the point is, where did God create you? Die Frage ist nun, wo hat Gott dich denn erschaffen? Or we can ask the other question. Where did God hide himself from you? Oder umgekehrt gefragt, wo hat sich Gott vor dir versteckt? Yes, God himself hid himself from you within yourself. Er hat sich in dir selbst versteckt.
And do you know where this truth is revealed? Und weißt du, wo das enthüllt wird? This glorious truth Diese Where- großartige Wahrheit is stated in the book of Genesis in the very first chapter itself. zum Beispiel auch im ersten Kapitel der Genesis. And that statement is, man was made in the image of God. Und dort heißt es, der Mensch ist nach dem Bilde Gottes erschaffen worden. So remember that. Man was made in the image of God. Also denkt daran, der Mensch ist im Bilde Gottes erschaffen worden oder nach dem Bilde Gottes. But the most important question is, where in man did God create? Aber die wichtigste Frage ist, wo hat Gott geschaffen? Yes, the church is unable to comprehend this. Die Kirche ist nicht in der Lage, dies zu verstehen. Even others too are struggling to find out where it happened. Und auch andere wissen nicht, wo das geschehen ist. So that is the whole secret of life. Aber eigentlich ist es das ganze Geheimnis des Lebens. And the purpose of meditation is only to arrive at a place where God created you in His image. Und der Sinn der Meditation ist nichts anderes, als dorthin zu gelangen, wo Gott dich als sein Bild erschaffen hat. So, but it is not that it is not that God has an image. Es ist nicht so, dass Gott ein Bild hat. Das ist nur ein Bild. God has no images. Gott hat keine Bilder. Yes. Anything which is part of the universe is an object or has an image or a form. Aber alles im Universum hat ein Bild oder eine Form. But God has no form. Aber Gott selbst hat keine Form. Anything in the universe has got a name and a form. Und sonst hat alles im Universum einen Namen und eine Form. Yes. So, and a form relates itself with matter, with the universe. It belongs to the universe. Und eine Form ist immer mit Materie oder mit etwas Materiellem identifiziert. Yes, form and matter go together. Und so gehören Form und Materie zusammen. Yes, but God is beyond the form. He has no form. Aber Gott ist ohne Form. Yes. So Er hat now, keine Form. yes. So, but there is a secret there. God created you in His image, in His imageless image. Und wo ist denn jetzt das Geheimnis? Gott hat dich in seinem Bilde erschaffen. Oh, don't worry, some crackers are going on there. Ja, Swami hat da ein bisschen Hintergrundgeräusche. So, anyhow, in order to arrive at the imageless God, you also should have no images in you. Und die Sache ist die, um eben zu diesem bildlosen Bild von Gott anzukommen, solltest du auch in dir den Zustand erreichen, keine Bilder zu haben. Yes, when you are in an imageless state, Wenn du selbst in einem bildlosen Zustand bist, then you are in the image of God. dann bist du im Bild Gottes. Yes. There is a procession passing, a funeral procession passing. That's why they're making these crackers and noise. Ja, das ist irgendeine Prozession, irgendein Fest, das jetzt bei Swami vorbeigeht. Deshalb hört man dieses Knallen, diese Knallfrösche. Just give us 5 minutes, let it pass. It's on the street passing. Es ist auf der Straße und sie sind jetzt am Vorbeiziehen. In 5 Minuten ist das vorbei. Well, you can continue, it doesn't disturb. Okay, it doesn't disturb. All right, we can continue. Yes. So, in God, so
when you are in an imageless state, wenn du also in einem bildlosen Zustand bist, then you're automatically in the image of God. dann bist du auch automatisch im Bilde Gottes. So God created you in this world in order to discover Him. Gott hat dich zu dem Zweck erschaffen, dass du ihn erkennen sollst. Discover Him within yourself. Und zwar in dir selbst. And He has also brought out the method by which you could so discover Him. Deshalb bist du in der Welt und er hat auch die Methode gegeben, dass du ihn erkennen und entdecken kannst in dir. In fact, there is a beautiful passage in the Upanishads which mention that Es gibt eine schöne Stelle in den Upanishaden, wo das erwähnt wird. which exemplifies this truth. Und an einem Beispiel erklärt. And that is, God felt to himself, let me become many. Und dort heißt es, lass mich viele werden. Yeah, so he became many in you. Und er ist viele geworden durch euch. Yes, Bahusyam Prajayema, that is say, let me become many, and he became many in you. Lass mich viele werden und das ist er durch euch geworden. And therefore everyone is the son or the daughter of God. Und deshalb ist jeder von uns Tochter oder Sohn Gottes. If you are the son or the daughter of God, of course, you must have the nature of God impregnated within you. Wenn du also das Kind von Gott bist, dann musst du ja die göttliche Natur in dir selbst auch tragen. And the nature of God was impregnated in you in that imageless state within you. Und die Natur, die göttliche Natur wurde imprägniert in diesem bildlosen Zustand in dir. So that is why when you go in for meditation, you become absolutely silent. Und das ist auch der Grund, warum du in der Meditation absolut still bist. And silent and quiet and still. Ganz ruhig und still. And that is why the biblical statement comes and says, be still and know that I am God. Und deshalb heißt es in der Bibel, sei still und wisse, ich bin Gott. In fact, in the Bible, in the Old Testament, this is the only place where it is mentioned that be still and know that I am God. Und Know that I am God. Be still and know that I am God. That's the only place in the Old Testament where it has been mentioned. Und das Interessante ist, dass es im Alten Testament nur eine Stelle gibt, wo es dies heißt, sei still und wisse, ich bin Gott. And in the New Testament, Jesus says in the Gospel of John, you are gods. Und im Johannesevangelium heißt es ja auch, ihr seid Götter. So, and for which statement, of course, you know very well that Jesus was stoned in the temple for stating such a statement, for making such a statement. Ja, und deshalb wurde er auch angegriffen und man wollte ihn auch steinigen, als er solche Aussagen gemacht hat. Als Jesus natürlich. And this is the final teaching in the Upanishads too. Aber auch in den Upanishaden ist das eigentlich die letztliche Aussage. Yes, in the Hindu tradition of the Upanishad, it says, Tat Tvamasi, you are that which you seek. Und dort heißt es, Tatvamasi, das heißt, du bist das, was du suchst, du bist das Göttliche. You are that. Tat Tvamasi means you are that.
du bist dieses. And the understanding of this is the beginning and of the practice and the living of true religion. Und das Verständnis dessen ist der Anfang der wahren Religion und des spirituellen Lebens. Yes, so with this understanding, one has proceed on. Und mit diesem Verständnis muss man jetzt weitermachen. And therefore, now the next step is to feel that I am that. Und der nächste Schritt ist, dass man es fühlt, nicht denkt oder so, sondern dass man es fühlt, dass ich bin das. Ich bin dieses Göttliche, ich bin es. Yes, all the initial teaching has been given to you that you are that. And then after you have come to understand it, Also zuerst hört man das natürlich nur, dann versteht man es. then you must begin to feel that I am that. Und dann sollte man es eben beginnen zu fühlen. Ja, ich bin dieses Göttliche. So the first step was to open your mind and expose your mind to this wonderful teaching that you are the divine. Also der erste Schritt ist, dass man zuerst eben der Lehre ausgesetzt wird, du bist dieses Göttliche, das du suchst. This is the presentation and the theme of all the scriptures of the world. Und eigentlich ist das überall in allen Weltreligionen vorhanden. And more specifically, the Hindu scripture is very direct about it. Und auch in den Hindu-Schriften ist es sehr direkt da vorhanden. Very directly and specifically pinpoints to this truth or to this fact. Diese Tatsache oder dieses Wissen ist ganz klar, präzise in der Hindu-Tradition da. And then over a period of time, you begin to understand and appreciate the teaching, yes, I am that. Nachdem du es mal verstanden hast, dann musst du es auch fühlen zu beginnen. Du musst wirklich fühlen, ja, ich bin es, ich bin das Göttliche. And then the next step is once you have understood it, even though you have understood it, you still don't experience it. Und obschon du es verstehst, aber vielleicht auch schon ein bisschen fühlst, aber du hast noch nicht die vollkommene Erfahrung gemacht. And then you must become comfortable with this teaching, yes, I am that. Du musst also zuerst dich anfreunden mit diesem Gedanken, ja, ich bin das. And begin to feel that I am that. Und es zu fühlen, ja, ich bin das. You must begin to feel this. You know, it's like when you taste something, a soup, you begin to feel its taste. Ja, es ist, wenn man etwas isst, dann muss man versuchen, den Geschmack zu fühlen. You begin to relish it. Man Relish beginnt the idea that I am that. man beginnt es einfach zu erfassen, dass man das ist. And you're happy and comfortable with this feeling and idea that I am that. Und man muss sich damit wohlfühlen, mit diesem Gedanken, man könnte das sein. And then when you do that, you are called a Mananashila Munihi. You're called a Muni then, the contemplative one. Und sobald man das zu tun beginnt, nennt man das Muni. Muni means a contemplative one. Das heißt ein Kontemplierender. I must tell you something interesting about this word Muni. Es gibt etwas sehr Interessantes über dieses Wort Muni. Yes, once when I was in Switzerland, Als ich in der Schweiz war, yes, Mr. Studer, who was my original sponsor, he said, Swamiji, can we modify your name to something? als er in der Schweiz war, dann, Swami, can we use another word? ja, dann, it was me. Da wollte Swami sich Muni nennen und and then can we change the term Swami to another term, to another word? Und dann wurde ihm eben gesagt, können wir das anders benennen. And when I said, all right, let us have it as Yeti. Und dann hat er gesagt, ja, dann sagen wir dem Yeti. And then when Yeti was being advertised, then Isha said, no, Yeti is that Himalayan snowman, the horrible snowman. So that also will not do.
Ja, und dann Yeti hat eine andere Bedeutung und wird hier so mit diesem Schneemenschen, mit dem Schneeriesen, den es im Himalaya geben soll, in Verbindung gebracht und dann war das auch nicht der richtige Name. So then I told Mr. Studer, all right, then we'll change it to Muni. Also dann hat er eben gesagt, ja, dann machen wir halt Muni draus. Because the Muni in India means a sage or a contemplative person. Und in Indien ist das ein Heiliger oder ein kontemplierender Mensch. But then Patrick said, well, the word Muni means stud bull. Genau, und dann habe ich ihm gesagt, ein Muni ist ein männlicher Bull, also eine männliche Kuh. So I said, let us get back to the original word. Und deshalb hat Swami dann gesagt, dann gehen wir zurück zum originalen Wort. So in the same way also now, you have got to get back to your original status. Und auf diese Art auch musst du zurück in deinen originalen Zustand kommen. Yes, you came from God. Du kommst von Gott. You are the child of God. Du bist das Kind Gottes. Unfortunately, now you have got a new name. Unglücklicherweise hast du jetzt einen neuen Namen bekommen So now, and a new personality. und eine neue Persönlichkeit. Now you have got which is a human personality. Und das ist eine menschliche Persönlichkeit. But I think it's far better for you to get back to your original status. Aber ich denke, es ist viel besser für dich, wenn du zurück in deinen ursprünglichen Zustand kommst. That's from where you came, and therefore you get back to your original status as God Himself. Denn da kommst du her und das ist letztendlich ist das Gott. So that is what you're also searching for. Und das ist ja auch, was du suchst. So therefore, Also deshalb, the word reflective one, the one who reflects over his God nature, is said to be the contemplative one. derjenige, der über die göttliche Natur nachdenkt oder sich reflektiert, sich Gedanken macht oder sie sucht, das ist ein Kontemplativer. Yes, you're now contemplating on your divine nature. Du beginnst dich mit der göttlichen Natur There are two ways of contemplating. in Verbindung zu bringen durch Kontemplation. One is to contemplate with words, Das kann beginnen mit Worten and then when you do so, you are referred to as the sage, the Muni, the Mananashilavan. und wenn du dann tiefer reinkommst, dann wirst du zu einem Heiligen, And you can also contemplate without zu einem words. Weisen. Du kannst über die Weisheit kontemplieren. And when you so contemplate on yourself without language, that is called as meditation. Und wenn man dann eben ohne Sprache meditiert, kontempliert, dann sagt man nicht kontemplieren, sondern meditieren. Yes, in meditation or proper meditation, In der wahren Meditation you have become aware of your divine nature. bist du nämlich schon gewahr geworden deiner göttlichen Natur. Und du richtest deine Aufmerksamkeit darauf. So that is why it was said in the biblical language, be still and know that I am God. Und so heißt es in der biblischen Sprache, sei still und wisse, Be mentally still ich bin Gott. Sei mental still and be aware that I am God. und sei gewahr, ich bin Gott. So two things you have to do there. Also musst du zwei Dinge tun. One is to be mentally still, Das eine ist, dass man mental still sein muss, and the second thing is to become aware. aber das nützt nichts, wenn du nicht gleichzeitig noch gewahr bleibst, bewusst bleibst. So that is all that you have to do. Und das ist aber alles, was du tun musst. Mehr ist da nicht. That is the total and the final essence of spiritual life
leading to salvation or enlightenment. Das ist die letztendliche Sache, die zur Erleuchtung führt oder zur Errettung. If you can do this, you require no other teaching. Wenn du das schaffst, brauchst du keine weiteren Lehren mehr. It is the final essence of all the world teachings. Es ist die letzte Essenz aller Lehren in der Welt. But it is easily said than done. You know that. Aber es ist leichter gesagt als getan, das weißt du. Yes, it is very difficult to be mentally still. Es ist sehr schwierig, mental still zu sein. Yes, you know why it is difficult to be still? Weißt du, warum das so ist? Yeah, there is a big problem there in your mind. Es gibt ein Problem in deinem Verstand. I'll explain this problem to you with the story of a little child. When I was in the United States, I was staying in a home wherein there was a 4-year-old little girl. Ich werde dir ein Beispiel sagen, warum es so schwierig ist. Ich war einmal in den USA, da in einem Haus eingeladen, da hat es ein 4-jähriges Mädchen gehabt. And the little girl was bouncy and jumping and moving about, jumping everywhere. Und das kleine Mädchen ist überall herumgesprungen und herumgetanzt und herumgehüpft. Even when it came to the dining table, it wanted to jump about. Und sogar am Tisch noch wollte es immer sich bewegen und rumrennen. And then the father and the mother said, keep quiet. Und dann hat die Mutter und der Vater gesagt, sei doch endlich still. Of course, the child stops jumping about, but then came to me after the meal was over. Und dann hat es kurz aufgehört, aber nachdem das Essen vorbei war, kam das Kind zu Swami und hat ihm ins Ohr gesagt. And told me in my ear, I have too much of energy in my legs. I have too much of energy in my legs. I can't keep quiet. Und er sagte, ich habe zu viel Energie in meinen Beinen, ich kann nicht ruhig sein. So just imagine a 4-year-old little girl telling that. Stellt euch dies vor, ein 4-jähriges Mädchen hat mir diese Wahrheit gesagt. But that girl did not tell the parents the truth. She told me only. Aber dieses Kind hat nicht den Eltern die Wahrheit gesagt, sondern nur mir hat sie das verkündet. I have too much of energy in my legs. I can't keep quiet. Ich habe zu viel Energie in meinen Beinen, ich kann nicht ruhig sein. Same problem with the human mind also. You got too much of energy in your mind so that you can't keep quiet. Und dasselbe mit dem menschlichen Verstand, menschlicher Bewusstsein. Es ist zu viel Energie drin und deshalb kann man nicht still sein. So now you see where the problem is. It's in the mind, the active mind. Und das ist das Problem. Im aktiven Verstand oder im aktiven Bewusstsein ist zu viel Energie drin. Yes, the mind wants to actively think, actively process because it is comfortable with thinking. Also der Verstand will immer denken, er ist sich das gewohnt und er fühlt sich damit wohl. You know, when you get up in the morning, from the moment that you get up in the morning till you retire to bed, your mind is constantly thinking like an engine. You start an engine and it keeps on running. Die ganze Zeit, von morgens bis abends spät und auch in der Nacht, beginnt oder denkt der Verstand. Yes, your mind is constantly thinking of something or the other. It can't keep quiet. Irgendwie denkt der Mensch immer über irgendetwas nach. Es sind tausende von Gedanken. It is comfortable in getting lost in thoughts. Und es fühlt sich dann normal an, sich in Gedanken zu verlieren. Or it is comfortable in being occupied with thoughts. Shall we use the word? Und es fühlt sich angenehm an vielleicht, dass man sich in Gedanken verliert. Yes, so therefore, it is not that easy to mentally keep quiet and silent. Weil diese Gewohnheit da ist, ist es nicht einfach, sie jetzt einfach so los zu sein und still zu sein. But one habit can be broken or countered by another new habit. Aber jede Gewohnheit kann verändert werden und ausgelöscht werden durch eine neue
Gewohnheit. Sie kann dadurch ersetzt werden. Yes, and the new habit is to stop thinking. Und die neue Gewohnheit ist einfach jetzt, dass man nicht mehr denkt. And to think only whenever you want to think. Und denken nur noch, wenn ich wirklich denken will, wenn es einen Sinn hat. At other moments, switch off your mind. Und sonst einfach den Verstand ausschalten, einfach die Gedanken ausschalten. And learn to be quiet. Und lernen, still zu sein. Yes. Just be quiet. Practice that. Train yourself to be quiet. Trainier das einfach, still zu sein. And then Praktizier das. when you do so, gradually you will become comfortable with it. Und wenn du das tust, wirst du mit der Zeit dich dabei wohlfühlen. Es ist für dich normal geworden. Yes, whenever you are also operating in the world, of course you have got to operate in the world and do so many things too. Natürlich hast du auch in der Welt Sachen zu tun. And when you operate and do functions in the world, just mentally be quiet and do your work. Dann kannst du auch trotzdem mental still sein, dich dabei beobachten, wie du Dinge in der Welt tust. Yes, it is. In fact, when you've got a physical occupation, it's more easier to keep quiet. Es ist natürlich viel einfacher, wenn man eine physische Beschäftigung hat, mental still zu sein. Especially when you're driving a car. Zum Beispiel, wenn man ein Auto fährt. Yes. Da muss man ja nichts denken. Peacefully drive your car. Einfach friedlich den Wagen lenken. Then you are now actually in a meditative state. Dann bist du eigentlich schon in einer Art meditativen Zustand. At least one part of the meditation has achieved by you, to be mentally quiet, silent. Wenigstens der eine Teil der Voraussetzung für Meditation ist dann schon erfüllt, nämlich dass du mental still bist. And then, so in every operation that you do, when you take a bath, wash your dishes, go for a walk, in all these physical activities, just do it quietly, without mentally be quiet and go about doing it. Egal was du auch tust oder ob du einen Spaziergang machst oder irgendwas abwäschst oder so, das spielt keine Rolle. Du kannst dabei immer mental still sein, du kannst das üben. Especially when you climb a hill or a mountain, your total attention is on climbing. Auch wenn du einen Berg besteigst oder eine Bergwanderung machst, dann ist einfach deine Aufmerksamkeit nur auf den Schritt, den du gerade tust, auf das Klettern. When you're climbing down a hill also, the mountain, your attention is on climbing down. Und wenn du wieder runtergehst, ist deine Aufmerksamkeit auch genau wieder auf Your thought pattern stops. auf das, was gerade geschieht, gerichtet und deine Gedankenmuster stoppen. Because now you're attentively climbing down and attentively climbing up. Du bist achtsam im Runtersteigen und im Raufsteigen. So that means you're negotiating your hike peacefully. Das heißt also, du bist ganz friedlich bei dem, was du tust und still. This is called in Buddhist terminology as mindfully walking. Und das nennt man im Buddhismus einfach achtsames Gehen. So therefore, this is the first step. Also das ist der erste Schritt. The second step, so be still, be mentally still. Also der erste Schritt, sei mental still. And be aware. Und sei gewahr. Das ist der zweite Schritt. Be mentally still and know that I am God. How to know that I am God? Just be aware. Wie kannst du denn wissen, dass du Gott bist? Bleib einfach gewahr und bewusst bleiben. Just be silent. Achtsam sein. Aware of what? Ja, wessen sollst du dich denn bewusst sein? Aware of nothing in particular. Nichts Speziellem, keinem Objekt, sondern nur Bewusstsein an sich. Just be aware, that's all. Sei einfach nur
wach, When, gewahr. when you sit in front of a wall, a wall, when you sit in front of it, you are just silently aware. Wenn du vor einer Wand sitzt, dann bist du einfach da und bist bewusst. Yes, you're just standing in front of the wall, seated there, and you're being silently aware. Aware of what? Nothing. Nothing in particular. Wessen bist du bewusst? Nichts Speziellem. Die Wand ist ja nicht so interessant. So the wall is helping you to be silent and silently aware. Das Entscheidende ist, dass du eben mental still bist und in dieser Stille nur das Gewahrsein aufrechterhältst. By looking at the wall, you're just being silently aware. Du bist einfach nur bewusst, egal wo du bist, ob vor einer Wand oder sonst wo. So similarly also, be just quiet and silently aware, aware of nothing in particular. Du sollst dir nicht speziellem, keinem Objekt bewusst sein, sondern nur dir des Bewusstseins bewusst sein. No thoughts. Keine Gedanken. Because if you have a thought, you have become aware of the thought. Denn wenn du einen Gedanken hast, dann bist du dir ja den Gedanken bewusst geworden. Have no feelings. Keine Gefühle. Yes. Have no emotions. Keine Emotionen. Yes. You're like a stone. You have no emotions. Wie ein Stein, du hast keine Emotionen. No feelings. Keine Gefühle. I remember once when I was very young and leaving, as a young man, as a young boy, leaving my home to go to the Himalayas, one of my aunts asked me this question: how are you going away? Have you no feeling? Als ich da im Alter war, wo ich in den Himalaya gehen wollte, da hat mich dann jemand gefragt, warum willst du das tun? Hast du keine Gefühle? Yeah, she asked me, have you no feeling for us? Hast du keine Gefühle für uns? Magst du uns nicht, dass du uns verlassen willst? Yes, I just smiled, but I didn't answer that question. Ich habe nur gelächelt, aber ich habe die Frage nicht beantwortet. So here also have no feelings, no emotions, no thoughts. Hab einfach keine Gefühle, keine Gedanken, einfach alles, was dieses Menschliche ist, bleib einfach im Bewusstsein. And when you are in this, when you are so, you have automatically become aware of your divine nature. Aber wenn du das tust, dann wirst du automatisch deiner göttlichen Natur bewusst. We use the word God. Wir brauchen das Wort Gott. So the way God means your God nature. Remember that always. Das bedeutet einfach deine göttliche, vollkommene Natur. Yes, the word God also refers to God nature. This is your God nature. Das ist, wenn wir von Gott sprechen, meinen wir die göttliche Natur in dir. Yes, you're arriving at that God nature of yours. Du kommst bei deiner göttlichen Natur an. Otherwise, if you don't do that, if you are not quiet, if you are not mentally still, if you don't have any, when you don't have any feelings, any emotions, you're automatically established in your God nature. Also immer wenn du keine Gedankenbilder und all das, was wir gesagt haben, hast, wenn du alles dieses menschliche Fühlen und so weiter weglässt, dann kommst du in dieser mentalen Stille, in der Wahrnehmung zu deinem göttlichen Zustand. When you're occupied with your feelings, with your emotions, with your thoughts, with your ideas, then you are with your human nature. Wenn du aber Gedanken, Gefühle oder Emotionen hast oder dich mit was beschäftigst, dann bist du in deiner menschlichen Natur. The sum combination of all of this is your human nature. Denn all das ist zusammengenommen ja deine menschliche Natur. So you step away from your human nature Und and was arrive du, at your God nature.
Was du jetzt einfach tun musst, ist nur deine menschliche Natur verlassen und dann kommst du in deiner göttlichen Natur an. So in order to do that, you have become silent. Und um dies zu tun, wirst du eben still. Yes, you have become silent to yourself, silent to the world. Dann bist du still geworden zu deinem gegenüber deinem menschlichen Selbst, aber auch still gegenüber der Welt. And you have become silently aware of your God nature. Und dann wirst du dir still gewahr deiner eigenen göttlichen Natur, dessen, was du bist. Maintain this. Und du hältst einfach dieses Bewusstsein aufrecht. Yes, practice this every day. Du bleibst einfach da drin, praktizier das jeden Tag. Then you will settle down gradually in your God nature. Und dann wirst du dich langsam in deiner göttlichen Natur niederlassen. Schritt für Schritt. A good way of putting it is, eine andere gute Art, es auszudrücken, ist, you have a lake. Es ist wie bei einem See. The lake has been muddied with mud and everything. Also in diesem See, da ist der Grund, das Göttliche, und oben am See hat es im Wasser so Verschmutzungen, Dreck. And your mind is like this muddied lake. Your mind. Und dein Verstand ist wie der See mit den Wellen und dem Dreck, der da oben drauf schwingt. Yes, it can be compared to a muddied lake, to a lake full of mud. Also ein See, der verschmutzt ist. So if you keep on stirring the muddy lake, it will still continue to be muddy. Also solange man eben den See beobachtet, ist er immer noch schmutzig. But if you allow the water to be quiet, and it will be, when the water becomes still, the mud will automatically settle down to the bottom. Aber wenn der See ruhig wird, wenn es keine Wellen mehr hat, dann beginnt sich der Dreck langsam zu setzen auf. Der verschwindet. Yes. Er ist nicht mehr da. Yes. So when you are quiet, gradually, little by little, the movement and the motion and the turbulence of the mud in the water, they begin to settle down to the bottom. Und wenn das geschieht, wird das Wasser klar. And when they totally settle down, it becomes crystal clear. Und wenn alles sich gesetzt hat, wird das Wasser kristallklar. And then you can see what is there. Und erst dann kann man ja sehen, was da ist. Similarly also with your mind state too. Und so ist es auch mit unserem Bewusstseinszustand. Yes, it had become turbulent with all your psychological defilements, emotions, feelings, thoughts, ideas, everything has defiled your mind. Und der Dreck, das ist eigentlich sozusagen unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Emotionen, all das, was eben das sogenannte Menschliche ausmacht, das ist die Verunreinigung, die eben sich setzen muss, die ruhig werden muss. And then when you are meditating, you have become very quiet and you're allowing this to settle down. Und wenn du meditierst, dann wirst du sehr still und dann geschieht eben, dass sich dieser Schmutz setzt. So this is why you undertake the practice of meditation. Und so, das ist der Grund, warum man meditieren soll. Of course, there are many other factors too, but I'm only mentioning from one point of view this truth. Natürlich gibt es viele andere Faktoren, aber ich schaue es jetzt mal von diesem Standpunkt aus an. Yes. Now for 10 minutes. Jetzt werden wir das auch gleich üben für 10 Minuten. Let us all be mentally quiet. Lasst uns jetzt mal 10 Minuten mental still sein.
Be still and be aware. Nur still sein und gewahr und bewusst bleiben.
Even if the mind tries to think, don't think. Stop it. Auch wenn der Verstand denken will, lass es nicht zu, stopp es. Be intensely focused on nothing. Sei intensiv fokussiert auf nichts.
Gently open your eyes. Öffnet wieder die Augen. What is really happening is, Was da wirklich passiert, ist das, whenever you get into a state of meditation, immer wenn du in einem Zustand der Meditation ankommst, you are getting in tune with your divine nature. stimmst du dich ein auf deine göttliche Natur. You know, when these people with instruments, Es ist the wie, violin and other instruments, before they begin playing, they want to tune it. es ist wie bei Musikern, wenn sie ein Konzert geben, müssen sie sich zuerst untereinander abstimmen. So here also, you're getting tuned with your divine nature. Sie müssen die Instrumente stimmen und auch hier ist es so, dass du dich in Resonanz bringst mit dem Göttlichen. Du stimmst dein Werkzeug sozusagen auf Resonanz. Which is already present within you. Und dieses Göttliche ist ja schon da in dir, du bist es schon. And that divine nature is your true nature. Diese göttliche Natur ist deine wahre Natur. And when you experience this divine nature of yours, it is called as God experience. Und wenn du diese göttliche Natur erfährst, dann nennt man dies die Gotteserfahrung. So that is why the original, we'll get back to the original statement first. Man was made in the image of God. Also kommen wir zurück zu dieser Aussage, die wir am Anfang in der Bibel angetroffen haben. Der Mensch ist nach dem Bilde Gottes erschaffen worden. The imageless image of God. Nämlich dem bildlosen Bild von Gott. Because God has no images. Weil ja Gott kein Bild hat. Therefore, God cannot be worshipped as something outside. Und deshalb kann Gott nicht als etwas Äußeres, das ein Bild hat, angebetet werden. The only way to worship God is to be in a worshipful state. Die einzige Art, es anzubeten, ist einen gebetshaften Zustand der Stille zu sein. Either when you are with the folded hands or when you are seated silently. Ob ihr jetzt die Hände gefaltet habt oder einfach nur still sitzt. Yes, in the church, when you sit down silently, you are in a worshipful state. Wie in der Kirche, wenn man still da sitzt, ist man in einem gebetshaften Zustand. And the real church is your own mind. Und deine wahre Kirche ist dein eigenes Bewusstsein. God built two churches. Gott hat zwei Kirchen geschaffen. One was within yourself, in your own mind. Das eine ist in dir selbst, in deinem Bewusstsein. The other is the entire earth around you. In deinem Bewusstsein oder in deiner Wahrnehmung. Und das andere ist die äußere Kirche, das ganze Universum. That is the temple of God. Denn das Universum ist eigentlich der Tempel Gottes. Yes. So one is the inner temple, the other is the outer temple. Das eine ist der innere Tempel, das andere ist der äußere Tempel. And that is where God has to be experienced. Und dort muss Gott erfahren werden. In fact, there was an ancient saint in India about, not long ago, about 100 years ago. Es gab einen alten Heiligen, gar nicht so lange her, etwa 100 Jahre, hat Swami gesagt. He had a habit of going through the paddy fields. To the fields. Yes, he had a habit of walking through the paddy fields. Also hat die Gewohnheit gehabt, durch die Felder zu wandern. Like wheat fields, paddy fields. And there was a buffalo standing somewhere. Und irgendwo hat er dann einen Büffel gesehen. Also er ist dort gestanden, der Büffel ist dort gestanden.
And he kept on looking at the buffalo. Und dann hat er den einfach angestarrt. Somebody passed by and asked Swami, are you looking at the buffalo? Und ein anderer Passant ist vorbeigekommen und hat dann gesagt, schaust du diesen Büffel an? And he replied, you buffalo, that is not a buffalo, that is God. Und dann hat er ihm geantwortet, du Büffel, das ist nicht ein Büffel, das ist Gott. Because this fellow had a buffalo vision and he saw it as a buffalo. Denn dieser Mensch hat natürlich den Büffel gesehen und nicht Gott. Und while the holy man was seeing it, seeing the entire earth along with all objects as God only. He was experiencing God there. aber der Swami hat dort eben das Göttliche gesehen und nicht diese Form des Büffels. So similarly here also, within yourself, so that's the outside temple, this is the inner temple. Und so ist es bei euch auch. Ihr habt den äußeren Tempel, eure äußere Welt, aber es gibt auch den inneren Tempel. So in the inner temple, enter the chambers of your inner temple and be silently quiet. Und du musst jetzt nur in den inneren Tempel eintreten, nach innen gehen und dort still und gewahr bleiben und wahrnehmen.